Zwölf Jahre lang haben wir nach einer Heimat gesucht und hier am Rande Europas haben wir endlich begriffen, was uns die ganze Zeit gefehlt hat. 4 Monate waren wir Aurelius und Nina mit dem Camper in Georgien unterwegs. Dieser Roadtrip durch den Kaukasus hat uns zu krassen Bergen geführt, zu herzlichen Menschen, zu einer faszinierenden Kultur. Aber vor allem hat er etwas in uns verändert und das können wir nicht mehr rückgängig machen. In diesem Video nehmen wir dich nicht nur mit in ein faszinierendes Land. Nein, wir nehmen dich mit tief in unser Inneres. Dort, wo wir am verletzlichsten sind. Mach dich bereit für epische Aufnahmen und echte Emotionen. Und bleib bis zum Ende, denn da verraten wir dir, was als nächstes kommt. 5000 Meter hohe Berge, Gletscher, zu denen du mit dem Fahrrad oder zu Fuß hochkommst. Bauwerke, die eindrucksvoller nicht sein könnten. Das ist Georgien. Selbst der Verfall sieht hier noch charmant aus. Es schaut ziemlich prunkvoll, prachtvoll aus. Egal, wo wir die Kamera hinhalten, überall ist es einfach atemberaubend. Georgien hat uns begeistert, hat uns wieder einmal gezeigt, wie unfassbar schön dieser Planet ist. Und weißt du, wofür wir richtig dankbar sind? Dass wir nicht nur sehen dürfen, sondern auch festhalten können. Das ist der eigentliche Grund, warum wir damals überhaupt mit YouTube angefangen haben. Nicht um perfekte Videos zu machen, sondern um diese unbegreiflich schöne Welt einzufangen und immer wieder anschauen zu können. Unsere Kameraausrüstung ist dabei unser treuster Begleiter geworden. Falls dich interessiert, womit wir filmen, die Links findest du unten in der Beschreibung. Aber warum fühlt sich das für uns nicht mehr genug an? Wir sind ständig in Bewegung, klar, doch irgendwie treten wir trotzdem auf der Stelle. Nach 12 Jahren Reisen sind wir noch lange nicht müde. Wir können immer noch staunen, aber irgendwie spüren wir kein Wachstum mehr, kein Lernen. Und weißt du, was uns noch viel mehr berührt als jede Landschaft? Die Menschen. Und das, was wir dir jetzt erzählen, das gilt nicht nur für Georgien. Egal ob in der Türkei, in Armenien, Rumänien oder hier. Überall erleben wir diese unbeschreiblich herzerwärmende Gastfreundschaft. Armenian people love any guests because guests from the God. Wir werden mit offenen Armen empfangen, mit einem Lächeln. Wir werden beschenkt, eingeladen, uns wird geholfen. Haben wir gerade geschenkt bekommen hier bei der Weinernte. Please, it is present to you. Das ist so nice. Und das Verblüffende, nicht einer dieser Menschen hat je etwas zurückverlangt. Immer, wenn wir etwas zurückgeben wollen, wird das abgelehnt. Der Mann ist einfach nur gekommen, um uns das zu bringen und dann wieder gegangen. Ach, wären die Menschen zu Hause nur auch so? Das hören wir so häufig. Aber warum sind wir es nicht einfach? Das liegt doch nur an uns. Wir sind die Veränderung, die wir sehen wollen. Und genau diese Herzlichkeit, diese Selbstlosigkeit nehmen wir von unseren Reisen wieder mit. Wow, merci. Es ist wirklich ziemlich cool, ja? Bevor wir hierher gekommen sind, wussten wir nicht wirklich viel über Georgien. Aber eins haben wir immer wieder gehört. Es soll ein Paradies für Wildcamping sein. Und das war auch einer der Hauptgründe, warum wir diesen weiten Weg überhaupt auf uns genommen haben. Jetzt können wir bestätigen, es hat sich zu 100% gelohnt. Georgien ist wirklich das perfekte Vanlife-Land. Wir haben an so vielen fantastischen Plätzen gestanden, mitten in der Natur, oft ganz alleine, völlig legal, völlig entspannt. Nie mussten wir uns Sorgen machen, dass die Polizei kommt. Nie hatten wir Angst, dass jemand einbrechen könnte. Nicht ein einziges Mal hatten wir das Gefühl, dass wir stören. Ganz im Gegenteil. Was wir hier erleben durften, das ist der Traum vom Vanlife. All diese romantischen Vorstellungen, hier sind sie Realität. Hier haben wir sie wirklich gespürt, diese pure Freiheit. Jetzt kommt das große Aber.
Das Reisen ist unsere Komfortzone geworden. Vanlife unser Alltag. Der Camper unser Safe Space. Hier fühlen wir uns wohl. Du fragst dich jetzt vielleicht, was soll daran schlecht sein? Und du hast recht. Es ist schön, es ist angenehm, aber es ist auch Stillstand. Am Anfang, als das alles noch neu war, da haben wir Grenzen überschritten, haben Neues gelernt, sind an Herausforderungen gewachsen. Jetzt haben wir mit diesem Camper nicht nur das Ende von Europa erreicht, eine geografische Grenze, auch unsere persönliche Entwicklungsgrenze. Aber während wir das so realisieren, treffen wir ganz besondere Menschen. Rael und Amiran zum Beispiel, preisgekrönte Jungwinzer. Die produzieren nicht nur mega guten Wein, nein, ihre Vision ist noch viel größer. Aus über 1 Million Ziegelsteinen bauen sie eine komplett abgefahrene Burg. Andere wären vor so einem Vorhaben zurückgeschreckt. Aber obwohl es immer wieder Hürden gibt, glauben die beiden an ihren Traum und machen einfach. Und dann Fabio. Der ist aus der Schweiz hierher gezogen, um ohne große Vorkenntnisse traditionell georgischen Kvevri-Wein herzustellen. Riskant? Auf jeden Fall. Aber Fabios Mut wird belohnt mit unfassbar gutem Wein und einer Menge Lebensfreude. Das kannst du in unserem Weinvideo sehen. Boah, was ist das denn? Das ist der älteste Wein der Welt. 8000 Jahre alt. Und die Methode dahinter hast du garantiert noch nie gesehen. Der georgische Kvevri-Wein ist das Original. Diese Tonamphore heißt Kvevri. Diese Art und Weise der Weinherstellung hat 3 Vorteile. Menschen wie Fabio, Rael oder Amiran haben uns auf dieser Reise echt inspiriert. Sie haben nicht nur große Träume, sie wagen auch den Schritt ins Ungewisse. Und genau das wollen wir auch. Raus aus der Komfortzone, uns neuen Herausforderungen stellen, dann wachsen und etwas Eigenes erschaffen. Wenn uns das Reisen eines gelehrt hat, dann das. In den letzten 12 Jahren hatten wir das Privileg, Dutzende wundervolle Länder zu sehen. Und immer kam die Frage auf, könnten wir hier leben? Aber so sehr wir die Menschen und das Land lieben gelernt haben, eins schreckt uns in Georgien ab: die Nähe zu Russland, die Vergangenheit mit diesem Nachbarn. Als 1983 unter sowjetischer Besatzung dieses Panorama gebaut wird, protestieren einige Georgier. Doch sie werden ins Gefängnis gesetzt und so steht nun das Denkmal der russisch-georgischen Freundschaft. Dort hinten also Russland. Und hinter diesem Bergkamm ist Südossetien, das von Russland besetzt ist. Die Panzer stehen 50 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Tiflis. Das ist die russische Freundschaft. Rund 20% des Landes sind momentan von Russland besetzt. Die führende Partei, der georgische Traum, entpuppt sich immer mehr zum Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt. Das Land wird immer mehr zur Diktatur. Seit über einem Jahr gehen die Menschen täglich auf die Straße. Ergebnis? Angstmache, Repressionen, Inhaftierungen. Die Unsicherheit über die Zukunft, die ist spürbar. Und was passiert, wenn das Regime vollends kippt? Welche Sicherheiten hätten wir als Ausländer dann noch? Welche Rechte? Klar, ein gewisses Risiko gibt es überall, auch in Europa. Und wir können gut verstehen, warum es Menschen in so schöne Länder wie Georgien zieht. What do you want to have? You just name it and we have it. Good food, good people, everything is good here. Why not? Aber für uns ist klar, wir wollen in Österreich bleiben. Doch das hier ist kein Abschied, kein Ende. Denn da, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Es war nie unser Plan, für immer zu reisen. Seit wir zusammen sind, träumen wir von einem Ort, an dem wir uns heimisch fühlen. Und auf der Suche nach diesem Ort sind wir in die Welt hinausgefahren. Doch was wir in den letzten Jahren immer mehr gemerkt haben, das hat sich nun bestätigt. Die Heimat, die wir suchen, lag die ganze Zeit direkt vor unseren Augen. Vielleicht waren wir einfach noch nicht bereit, sie zu sehen. Aber jetzt sind wir es. Wir sind bereit für ein neues Kapitel. Diese Reise endet, aber ein neues Abenteuer beginnt. Warum wir langsam mit dem Vanlife abschließen, obwohl es uns so viel Freude bereitet hat und was als nächstes kommt, das erfährst du in unseren nächsten Videos. Bist du dabei?